weiß passt am besten auf jeden Fall die LED-Scheinwerfer. Chrono-Paket kostet 270 €, wer das nicht reinmacht, ja, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Und ja, das war's eigentlich schon. Ja, endlich ist soweit. Heute bestellen wir unseren GT4 RS. Ich glaube, es gab in der letzten Zeit kaum ein Fahrzeug, das so gehypt wurde wie der GT4 RS. Ich nehme euch heute mal mit. Natürlich habe ich ihn schon hoch und runter konfiguriert, aber ich möchte euch mal zeigen, was ich finde, die perfekte Konfiguration für den GT4 RS ist. Wir gehen einfach mal in den Porsche-Konfigurator, konfigurieren das Fahrzeug und anschließend werde ich mit unserem Betreuer im Porsche-Zentrum sprechen, ob wir den auch bestellen können und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also reden wir gar nicht lang rum, gehen wir mal in den GT4 RS-Konfigurator. So schnell geht's, jetzt sind wir schon im Konfigurator drin. Beginnen wir einfach gleich mal mit der Farbe. Wir haben als Standardfarben Weiß, Schwarz, Indischrot und Racing Gelb. Können es gerade mal kurz durchklicken. Ich persönlich finde, Schwarz steht dem Fahrzeug überhaupt nicht, weil da gehen wirklich alle Kontraste verloren, wo es eigentlich bei dem Fahrzeug drauf ankommt. Racing Gelb finde ich eine geile Farbe. Wäre mir jetzt persönlich aber zum Fahren ein bisschen zu aggressiv und ein bisschen zu auffällig. Indischrot hat mir irgendwie beim Porsche noch nie wirklich gefallen. Das finde ich passt eher vielleicht zu einem alten Porsche im 964 oder einem 3,2 Liter. Ich persönlich finde eigentlich Weiß passt am besten. Man sieht hier auch schön die Kontraste wie die Lufteinlässe hinten am Kotflügel oder vorne am Kotflügel kommen dadurch super zur Geltung und ja, kostet auch kein Geld. Man kann hier natürlich auch noch Sonderfarben wie GT Silver Metallic, Enzian Blau, Arctic Grau nehmen. Ich persönlich finde, Weiß steht dem Fahrzeug einfach am besten. Gehen wir mal weiter. Man kann natürlich auch noch Farbe nach Wahl wählen. Kostet einen Haufen voll Geld und ich finde, bei einem RS braucht man eigentlich keine Farbe nach Wahl. Da tut es eine Standardfarbe. Für mich persönlich eine Farbe nach Wahl würde ich glaube eher bei einem normalen 911 Carrera GTS oder so wählen. Ja, als nächstes kommen wir zu den Rädern. Wir haben einmal die Standard-Schmiederäder und wir haben noch die Magnesium-Schmiederäder. Und ich persönlich finde, der RS steht ja für Leichtbau und Rennsport. Die Räder kosten zwar knapp 15.000 €, aber ich finde, die gehören einfach, die Magnesiumräder, zum RS dazu. Da hat man rund eine Gewichtsreduktion von nochmal 10 Kilogramm im Vergleich zu den normalen Schmiederädern. Wählen wir sie einfach mal aus. Optisch haben wir keinen Riesenunterschied, die haben eine leicht andere Kontur und wir sehen es ja auch schon, was Voraussetzung ist, wenn wir die Magnesiumfelgen bestellen, müssen wir das Weissach-Paket mitbestellen. Was ich aber gemacht hätte, weil wir schauen es uns gleich nochmal an, das Weissach-Paket finde ich ist einfach ein Muss beim GT4 RS. So, als nächstes haben wir dann auch noch Lackvarianten für die Felgen. Standardmäßig kommen die hier in dem normalen Silber, was ich persönlich zum Weiß nicht ganz so passend finde, weil da eben ein bisschen auch wieder der Kontrast fehlt. Wobei man, wenn man es jetzt hier schwarz nimmt, finde ich auch die Konturen von den Felgen ein bisschen verloren gehen. Mir persönlich gefällt es passend zum Weiß am besten. Die Neodym-Lackierung ist so eine Art Seidenglanz Gold und finde ich sieht einfach Wahnsinn aus in Kombination mit dem Weiß. Wenn wir hier weitergehen, haben wir dann auch noch das Interieur. Dadurch, dass wir jetzt schon das Weissach-Paket ausgewählt haben, hat es hier auch automatisch das Interieur-Weissach-Paket gewählt. Dadurch haben wir das Armaturenbrett mit Racetex beledert, haben die Türtafeln in Racetex beledert. Würde ich, auch wenn ich nicht das komplette Weissach-Paket bestellen würde, immer mitbestellen. Ich kann es hier mal zeigen. Wenn man hier das wieder rausnimmt, das Weissach-Paket, dann haben wir hier das Armaturenbrett, alles aus so ja, Art Kunstleder, Kunststoff. Und das sieht einfach nicht hochwertig aus. Und wenn wir hier einen GT4 RS bestellen, der fast 200.000 € kostet, da finde ich, gehört es einfach dazu, dass wir im Interieur auch hier das Racetex haben. Und das hat auch eine gewisse Wertigkeit und sieht sehr, sehr sportlich aus. Als nächstes kommen wir zu den Sitzen. Beim GT4 RS sind schon ab Werk die Vollschalensitze verbaut. Da kann man eigentlich nicht mehr viel machen. Man kann hier noch so 3D
Bodyform machen, wo dann der Sitz speziell zu deinem Körper angepasst wird. Ja, ist so eine Spielerei, braucht eigentlich kein Mensch, wenn man jetzt nicht irgendwie jeden Tag auf der Rennstrecke fährt und ist dann auch wieder, wenn jemand anders fährt, ein bisschen blöd für ihn. Deswegen lassen wir da die ganz normalen Standardsitze einfach drin. Ja, ansonsten, man kann auch noch die Standard-Sportsitze, die adaptiven Sportsitze bestellen. Ich kann es gerade mal kurz zeigen. Das sind dann die normalen Sitze, würde ich auf gar keinen Fall beim GT4 S bestellen. Bei normalem GT4 kann man sich überlegen, aber beim RS finde ich, ist es einfach ein No-Go. So, wir machen hier sofort wieder die Vollschalensitze rein, weil die müssen auf jeden Fall rein. Als nächstes, das Weissach-Paket haben wir jetzt ja schon ausgewählt, durch das, dass wir die Magnesiumfelgen gewählt haben. Und ich kann es hier nochmal in der Ansicht zeigen, dadurch haben wir eben hier die Motorhaube in Carbon. Und hier sieht man eben, da haben wir jetzt einen super Kontrast zu der Farbe Weiß. Wir haben außerdem die Seiteneinlässe hier in Carbon. Wir haben hier die Lufteinlässe für die Ansaugung aus Carbon. Wir haben die Spiegel in Carbon und man sieht es auch von oben, das sieht einfach, ja, ich finde, das gehört einfach dazu. Was man hier jetzt noch nicht sieht, man sieht es hier vielleicht ein bisschen, beim Weissach-Paket ist zudem noch die Motorabdeckung komplett aus Carbon und wenn man hier noch weitergeht, hier wurde jetzt ohne Überrollkäfig ausgewählt. Also wenn man schon das Weissach-Paket nimmt, dann nimmt man auf jeden Fall das normale Weissach-Paket mit Überrollkäfig. Und dann hat man auch den Überrollkäfig in Titan verbaut, der eben nochmal 6 Kilogramm rund leichter ist wie der Standard-Überrollkäfig. Gehen wir weiter zu den Exterior-Optionen. Da kann man noch ein bisschen was machen. Wir können jetzt hier noch die Schriftzüge auf den Seiten anpassen. Was ich jetzt aber hier nicht als notwendig finde, weil wir hier die schwarze Kontraste haben, haben wir hier das GT4S, ich zeige es gerade mal von der Seitenansicht, schon in schwarz und da finde ich, würde jetzt ein Gelb eigentlich nicht passen. Deswegen nehmen wir das Ganze auch raus und lassen das in schwarz. Ansonsten können wir hier noch die Fensterdreiecke in Carbon bestellen. Das würde ich auf jeden Fall dazu machen. Ich meine, wir haben schon fast alles aus Carbon. Dann kann man die Kleinigkeit auch noch mitnehmen und finde ich, gehört einfach beim RS auch dazu. Die Türeinstiege kann man auch noch lackieren, finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so passend. Mich stört es ein bisschen hier noch der schwarze Kontrast und vor allem ist es auch ein Hochglanzschwarz, das passt wiederum nicht ganz so zum Carbon. Deswegen lasse ich das hier raus. Gehen wir lieber gleich weiter zu Antrieb und Performance, weil hier kommen die wirklich wichtigen Sachen. Zum einen Liftsystem, finde ich, muss einfach rein. Ich kann es selber, wenn man mal in der Stadt unterwegs ist und irgendwie ein Parkhaus fahren will, da braucht man einfach das Liftsystem, sonst setzt man sofort vorne mit der Vorderachse auf und das macht wirklich keinen Spaß. Also Chrono-Paket kostet 270 €, wer das nicht reinmacht, ja, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Thematik, was immer heiß diskutiert ist, welche Bremsen nehmen wir? Nehmen wir die Standard-Stahlbremsen oder die Keramikbremsen? Ich finde, da kommt es immer auf die Nutzung von dem Fahrzeug an. Wenn man jetzt ein Fahrzeug wirklich regelmäßig auf der Rennstrecke benutzt, würde ich immer zu den Stahlbremsen tendieren, weil wenn man da mal, keine Ahnung, im Kiesbett landet oder die überbeansprucht, sind die relativ günstig zum Austauschen. Wobei man bei der Keramikbremse gleich im Zubehörbereich bei rund 20.000 € bei einem neuen Satz liegt. Deswegen würde ich persönlich immer dazu tendieren, bei einem wirklich rein Rennstreckenfahrzeug die Stahlbremsen zu nehmen. Und wenn man das Fahrzeug jetzt eher mal auf der Landstrecke bewegt, am Wochenende, finde ich eigentlich, gibt es nichts Besseres wie die Keramikbremsen. Zum einen hat man keinen Bremsstaub und es sieht auch noch Wahnsinn aus und man hat ein super Bremsgefühl in dem Fahrzeug. Wenn man es jetzt hier auch nochmal anschaut in der Seitenansicht, finde ich, sieht es einfach Hammer aus mit den Neodym-Felgen und bei den Keramikbremsen haben wir ja immer die Bremssättel auch in Gelb. Ich finde, sieht auch einfach richtig gut aus. Schauen, ob man es hier von der Seite auch noch sieht. Ja, hier sieht man es auch. Ich finde, es sieht einfach wahnsinnig gut aus. Licht und Sicht, auch hier persönlich finde ich, für ein Rennstreckenfahrzeug brauchen wir jetzt die LED-Scheinwerfer nicht unbedingt. Für ein Fahrzeug, das man jetzt wieder mehr auf der Landstrecke bewegt und vielleicht auch am Abend mal,
würde ich auf jeden Fall die LED-Scheinwerfer, Matrix-Scheinwerfer dazu bestellen. Zum einen hat man eine bessere Sicht und optisch sieht es auch noch ein bisschen schärfer aus und finde ich, gehört dann auch einfach dazu. Ja, als nächstes kommen wir zu den Interieuroptionen. Hier am Anfang, da können wir eigentlich gar nicht viel wählen, weil wir eben schon das Interieur-Weissach-Paket haben. Wenn wir hier jetzt was auswählen, wählt es uns wieder das Weissach-Paket ab. Deswegen lassen wir das alles. Man kann hier noch das Interieur, die Zierleisten lackieren. Persönlich wird mir das jetzt nicht so gefallen und finde ich auch Carbon passt eigentlich am besten zu dem Fahrzeug, was wir auch im Weissach-Paket schon mit drin haben. Ja, ansonsten können wir hier jetzt noch verschiedene Gurte wählen. Ich persönlich bleibe da immer ganz klassisch bei den schwarzen Gurten. Wir können hier jetzt noch das Lenkrad in Glattleder bestellen, finde ich jetzt wiederum nicht so passend beim GT4 RS, weil normal kommt es ja mit dem Alcantara oder Racetex Leder, was deutlich sportlicher und zudem auch etwas griffiger ist. Deswegen verändern wir hier auch nichts, gehen hier einfach weiter. Interiordesign, hier können wir jetzt noch die 6-Punkt-Gurte dazu bestellen. Finde ich persönlich, wenn man das Fahrzeug jetzt auf der Landstraße bewegt, eher ein bisschen nervig, weil dann hat man immer überall die Gurte rumfahren. Braucht man eigentlich nur wirklich, wenn man regelmäßig auf die Rennstrecke geht. Deswegen bestelle ich die jetzt hier auch nicht mit. Dann gehen wir weiter. Was gibt es denn hier noch? Ja, hier gibt es noch so Spielereien wie die Drehzahlanzeige in einer anderen Farbe oder die Chronouhr in einer Farbe. Finde ich, braucht man eigentlich alles nicht. Wir haben hier ja ein RS, da kommt es eher aufs Fahren drauf an. Gehen wir mal weiter. Das hier, finde ich, ist jetzt eine Option, die Türeinstiege in Carbon beleuchtet. Finde ich habe das auch schon echt gesehen. Das sieht echt einfach richtig gut aus. Ich öffne es hier gerade mal. Hier sieht man es auch. In Gelb beleuchtet, passt dann wiederum perfekt zu unserer Konfiguration mit den Keramikbremsen, mit den gelben Bremssättel. Das sind dann so die kleinen Details, wo es, finde ich, noch ausmachen, deswegen nehmen wir die auf jeden Fall dazu. Hier könnte man jetzt auch noch personalisieren, das lassen wir aber alles weg, das braucht kein Mensch. Technologie und Assistenzsystem, da nehme ich ganz klar die Rückfahrkamera, gehört bei so einem Fahrzeug eigentlich immer rein. Tempomat. Wenn man es nicht immer auf der Rennstrecke bewegt, würde ich den auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Im Alltag kann man es immer mal wieder brauchen. Komfort und Alltagstauglichkeit, schauen wir mal, was gibt es denn hier? Lichtdesign-Paket auf jeden Fall dazu nehmen. Dadurch haben wir im Interieur so eine Art Ambiente-Licht. Macht nochmal der Interieur, kann man da ein bisschen mit den Farben spielen. Finde ich ganz cool, nehme ich auf jeden Fall dazu. Infotainment, wiederum muss man jetzt wieder abwägen, Rennstreckenfahrzeug, Wochenend- oder Landstraßenfahrzeug. Ich persönlich nehme auf jeden Fall das Bose Surround-System dazu, dass man ab und zu dann doch auch einen coolen Sound hat, wenn man mal längere Strecken unterwegs ist. Und ja, das war es eigentlich schon. Können wir noch mal durchgehen. Ich denke, das ist wirklich eine gelungene Konfiguration, wo eigentlich auch zum GT4 RS passt. Wir haben das Weissach-Paket, was wichtig ist. Wir haben für die Landstraßen die Keramikbremsen, die Magnesiumfelgen, wo dann wieder den Leichtbau ein bisschen unterstreicht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich würde jetzt mal zu unserem Betreuer im Porsche-Zentrum gehen und das Fahrzeug bestellen. Vielleicht werden wir noch eine kleine Änderung vornehmen. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht hat er noch das ein oder andere Detail, wo man vielleicht noch ändern könnte. 2000 Jahre später. Ja, endlich ist soweit. Wir haben unseren GT4 RS endlich geliefert bekommen. Wirklich extrem geiles Auto. Als ich es das erste Mal gesehen habe und auch drin gehockt bin, mal ein bisschen Gas geben konnte. Einfach Wahnsinn, das Fahrzeug. Ich zeige euch jetzt mal die Konfiguration, wie ich finde, kommt die richtig gut. Wir haben das Weissach-Paket, was eben die Motorhaube aus Carbon macht. Wir haben die Spiegel aus Carbon, haben hier das Dreieck am Spiegelglas aus Carbon, die Lufteinlässe dadurch aus Carbon. Was zusätzlich noch aus Carbon ist, ist hinten die Motorabdeckung und wir haben, anders wie beim normalen GT4 RS, den Überrollkäfig aus Titan.
Ja, man sieht schon hier hinten, wie eben erwähnt, die Motorabdeckung aus Carbon und auch der Überrollkäfig aus Titan. Dadurch hat man eine Gewichtsreduktion von knapp 6 Kilogramm im Vergleich zum Stahlüberrollkäfig. Was man hier auch schon sieht, das ist echt der Wahnsinn. Wir haben keine Abtrennung von Motorraum in die Fahrerzelle. Die Ansaugung von der Luft für den Motor geht hier über die Seiten rein und durch den Innenraum in den Motor. Und dadurch hat man einfach eine geniale Soundkulisse. Ist einfach wirklich extrem. Wir spielen am besten gleich mal kurz einen Soundfall ein, dass ihr das mal im Stand hört, wie das sich anhört. Ja, hier haben wir jetzt die Magnesiumfelgen. Rein optisch hat man keinen Unterschied zu den normalen Standardstahlfelgen. Wir haben die jetzt noch in Neodym bestellt, kann man auch mit den Standardfelgen machen. Ich persönlich finde, zu einem RS, was ja für Leichtbau steht, gehören auch Magnesiumfelgen dazu, da man hier auch wiederum eine Gewichtsreduktion von 10 Kilogramm im Vergleich zu den Standardfelgen hat. Und die Kombination mit den Neodym und der Keramikbremse zu dem Weiß, finde ich, ist einfach, besser geht es eigentlich fast nicht. Bei der Keramikbremse kann man sich jetzt auch streiten. Ich persönlich finde, wenn man das Fahrzeug jetzt mehr auf der Landstraße bewegt, würde ich eher zu den Keramikbremsen tendieren. Wenn man das Fahrzeug jetzt regelmäßig auf der Rennstrecke bewegen möchte, dann würde ich vermutlich lieber zu den Stahlbremsen greifen, da diese im Unterhalt deutlich günstiger sind, wenn es da mal auf der Rennstrecke zu einem Schaden kommt. Fürs Interieur haben wir ja auch das Weissach-Paket bestellt. Das bedeutet, dass hier fast alles aus Racetex bezogen ist. Racetex ist so ähnlich wie Alcantara, sprich wir haben hier das Armaturenbrett aus Racetex, wir haben die Türtafeln aus Racetex, wir haben den Dachhimmel komplett in Racetex bezogen und das ist eigentlich ein richtig sportlicher Look, wo man dadurch erzeugt. Dann haben wir die Türeinstiege auch in Gelb genommen, gleich wie die Bremssättel. Sind dann so die kleinen Details, wo es dann, finde ich, nachher ausmachen. Und klar, beim Weissach-Paket haben wir natürlich auch hier innen die Zierleisten, sind alle aus Carbon. Die Ziernähte haben wir in der gleichen Farbe genommen wie das Sitzpolster. Ich finde, das matcht auch dann richtig gut. Man hätte jetzt sich auch noch überlegen können, das in Gelb zu machen. Ich persönlich finde es so ein bisschen schlichter und ein bisschen sportlicher. Und hier hinten sieht man es jetzt auch nochmal, da ist alles richtig kompakt. Der Motor sitzt direkt hinter einem. Die Ansaugkanäle gehen eigentlich gerade hier am Ohr vorbei. Dadurch hat man so eine krasse Klangkulisse, was ich noch nie in einem Fahrzeug erlebt habe. Ja, und der GT4S ist genauso rausgekommen, wie ich es mir am Konfigurator schon gedacht habe. Ich finde, die Konfiguration ist echt gelungen. Und was mich jetzt noch interessieren würde, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Konfiguration findet und was ihr vielleicht geändert hättet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ihr irgendwie Hilfe braucht oder Fragen habt zur Konfiguration, stellt es einfach in die Kommentare. Falls ihr ein GT4 RS habt oder ein ähnliches Fahrzeug, wir kaufen ständig solche Fahrzeuge an oder ihr seid auf der Suche nach einem GT4 RS, meldet euch gerne bei uns, wir können euch da immer helfen.